Dies ist ja die größte Kerze für unseren Adventskranz. Wir machen 4 Kerzen. Diese Kerze hat 26 Reihen und wir brauchen dafür noch eine Toilettenrolle. Ihr braucht Baumwolle und eine 3er Häkelnadel. Das Gelb und das Orange braucht ihr auch noch für die Flamme. Die Häkelnadel 3 oder 2,5 und dann auch 4 Sicherheitsnadeln, beziehungsweise, also das wäre hier die Sicherheitsnadel. Die ist aber sehr spitz, also würde ich lieber eine Büroklammer empfehlen, um die Flamme dann nachher, auf der Kerze zu befestigen. Die Kerzen haben ja alle unterschiedliche Größen. Könnt ihr mal so sehen. Und die Kerzen brauchen auch noch einen Deckel. Dann werden die mit Watte ausgefüllt. Eventuell noch einen kleinen Stein da rein, damit es beschwert ist. Und dann kommt der Deckel drauf und dann kommt die Büroklammer drauf und die kleine Flamme. Aber wir brauchen auch noch kleine Ringe. Wenn ihr ein Teelicht habt, das ist genauso groß wie die Kerze, das könnt ihr darauf legen und dann einmal drumherum zeichnen und ausschneiden, denn diese Pappscheibe, die müssen wir unter die Häkelscheibe legen, auf die Watte drauf, für die Stabilität. So, und jetzt fangen wir an mit der Grundfläche. Die Grundfläche ist gleichzeitig die Häkelscheibe für die obere Kerze und nun machen wir einen Fadenring. Also wir machen einen Fadenring und in diesem Fadenring 4 feste Maschen. Wir ziehen den Fadenring fest zu und jetzt kommt die zweite Runde. Da verdoppeln wir jede Masche, dann haben wir 8 Maschen. Also in jede Masche 2 feste Maschen häkeln. Acht Maschen haben wir jetzt, also wir häkeln in Spiralrunden. Das heißt, jetzt kommt die dritte Runde und da verdoppeln wir auch wieder jede Masche. Am Ende der Runde 3 haben wir 16 Maschen. So, 16 Maschen. Jetzt kommt die vierte Runde und da verdoppeln wir nur jede zweite Masche. Das heißt, erstmal eine feste Masche und in die nächste, die zweite, zweimal rein. Dann haben wir die verdoppelt. Am Ende der Runde haben wir dann 24 Maschen.
Also nur jede zweite Masche verdoppeln. So, nun haben wir 24 Maschen und in der 5. Runde, das ist die letzte Runde, auch wieder jede zweite Masche verdoppeln. Am Ende der 5. Runde haben wir 36 Maschen und dann sind wir fertig. Also erstmal eine Masche und die nächste verdoppeln. Wieder eine Masche und die nächste verdoppeln. So, das ist die Grundfläche, das heißt auch die Platte für die Kerze obendrauf. Die brauchen wir 4-mal. Aber jetzt häkeln wir erstmal weiter, weil das ist ja auch gleichzeitig die Unterseite von der Kerze. Und da häkeln wir jetzt die 6. Runde. Eine Runde häkeln wir 36 Maschen in das hintere Maschenglied. Das sieht so aus, wir stechen nicht vorne rein durch beide Glieder, sondern in das hintere rein. Und zwar bei jeder Masche. Eine ganze Runde. Das ist dann wie hier eine kleine Kante und dadurch bildet sich dann diese Grundfläche. Hier könnt ihr die Kante sehen, wo die Seitenwand mit der Grundfläche getrennt wird. Und dann häkeln wir nur noch gerade hoch. Aber erstmal machen wir diese eine Runde zu Ende. So sieht das dann aus am Ende dieser 6. Runde. Ab jetzt häkeln wir wieder in beide Maschenglieder und zwar ohne Zu- und Abnahmen immer gerade hoch. Dann sieht es ja so aus. Oder wie gesagt diese kleine hier. Das sieht dann so aus. Hier seht ihr die Kante. Und dann häkeln wir geradeaus, gerade hoch. Also die längste hat 25 oder 26 Runden, dann die nächstgrößere hat 20 Runden, dann 15 Runden, das ist diese dritte, und diese kleine hier hat nur 5 Runden. Die Flamme, da machen wir wieder mit Orange einen Fadenring. Und häkeln 4 Maschen da rein. 4 Maschen in den Fadenring. So, dann die nächste Runde, wieder alle Maschen verdoppeln, dann haben wir 8 Maschen.
Die dritte Runde, da verdoppeln wir nur jede zweite Masche. Dann haben wir 12 Maschen. So, jetzt kommt die vierte Runde, da häkeln wir 12 Maschen ohne Zu- und Abnahmen. So, nun wechseln wir zu der Farbe Gelb. Die Fäden verknoten wir, aber den Fadenring bitte nicht zuziehen, weil dieses Loch benötigen wir nachher für die Büroklammer. So, das brauchen wir nicht mehr. Wieder 12 Maschen, einmal rundherum. So, und dann, weil es so schön war, noch eine Runde. In der nächsten Runde häkeln wir die zweite und dritte Masche zusammen ab. Also erstmal eine feste Masche, dann die eine Schlaufe holen und dann die dritte Masche auch eine Schlaufe holen. Dann haben wir 3 Schlaufen auf der Nadel und dann ziehen wir einmal durch und haben eine Masche abgenommen. Und wieder von vorne eine feste Masche, die zweite und dritte maschen wir zusammen ab. So. Die ganze Runde. So, nun die nächste Runde, da maschen wir die erste und zweite zusammen ab. Wir maschen so lange ab, bis wir nur noch 4 Maschen auf der Nadel, also dass wir nur noch 4 Maschen haben. Das wäre dann jetzt noch einmal. So. Nun häkeln wir einmal rum, 4 Maschen. So, nun maschen wir 2 mal 2 Maschen ab. Dann haben wir nur noch 2 Maschen. Also die erste und zweite abmaschen.
So, die letzte Masche ziehen wir einfach durch und vernähen den Faden. So, wir haben das jetzt fertig, alles was wir brauchen. Das heißt, wir legen da jetzt die Scheibe rauf. Naja, erst kommt noch die Watte da rein. Aber so sieht das aus. Und dann kommt hier die Büroklammer. So, dadurch. Und die Flamme muss natürlich ein bisschen verbogen werden, damit man das nicht sieht. So. Also. Und jetzt kommt die Flamme darauf. So, jetzt ist die Flamme fertig. Das heißt, die Kerze ist fertig. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und frohe Weihnachten.